So, dann herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen bei YouTube. Und heute werden wir uns mit dem Update von einem Docker-Projekt beschäftigen, das wir vor längerer Zeit schon gemacht haben. Das werde ich euch hier oben dann auch mal kurz verlinken. Da geht es um PHP-Container, ein SQL-Container, was haben wir noch alles drin? Nginx-Container und natürlich MyAdmin.php. Das werden wir uns jetzt anschauen. Solltet ihr das Watchtower-Video befolgt haben, was ich euch hier oben jetzt auch nochmal einblende, dann sollten eure Container alle up-to-date sein, außer dieser Docker-Container mit PHP, der modifiziert ist, den wir über Build erstellt haben. Der nicht, den werden wir jetzt manuell mal updaten. Und wenn ihr Watchtower nicht installiert habt oder eingerichtet habt, dann werdet ihr sehen, wie ihr es manuell updaten könnt, eure Container. Alles kein Hexenwerk. So, okay, wir fangen an. Wir bemühen unser Terminal. Das ist klar. Nach der mit Docker arbeiten machen wir das jetzt gleich mal wieder eine Nummer größer, damit wir auch was sehen. Mir ist noch was eingefallen. Das gesamte dreiteilige Docker-Projekt, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Das geht nicht oben in der Shortcut-Leiste, weil das in einem anderen Kanal noch drinnen liegt. Ist aber belanglos eigentlich. So, cd Laravel, das ist das Verzeichnis, in dem wir diese erwähnte Installation aus MySQL, PHP, Nginx und so weiter drinnen installiert haben. Das ist allerdings nicht Grundvoraussetzung, generell, wenn ihr einen Container mit PHP habt, der mit Build erstellt worden ist, den ihr mit einer Dockerfile-Datei quasi konfiguriert, könnt ihr euer Projekt genauso auf die Art und Weise updaten. Wir fangen ganz gemütlich an. Sudo. Wo ist jetzt meine Maus? Irgendwie stimmt hier wieder was nicht. Irgendwie geht die Tab-Taste nicht. Jetzt geht sie. Sudo docker compose. Pull. Als erstes pullen wir uns das ganze Zeug mal runter. So, ich habe das schon gepullt. Von mir ist es aktuell, weil ich wie gesagt den Watchtower ja am Laufen habe. Deshalb werden jetzt bei mir die Container nicht gepullt. Bei euch wird jetzt hier wahrscheinlich erst einmal, wenn ihr Watchtower nicht drin habt, das ein bisschen dauern, bis das gepullt ist. Dann könnt ihr das Video an der Stelle einfach pausieren und später fortsetzen. So, wir machen aber direkt weiter. Sudo compose. Dann brauchen wir das Bild. Dann hätten wir da auch gerne noch mal einen Pull. Und das Ganze machen wir mit No Cache. Genau, so schreibt man das. Lassen das durchlaufen. Ich setze natürlich voraus, dass ihr sudo Upgrade und Update auch gemacht habt und euer Linux auch aktuell ist. Sonst Grieche wäre da vielleicht ein Problem. So, hier sehen wir, hier wird ja einiges runtergeholt. Einfach ein bisschen abgekürzt, weil bei mir hat es, würde man gut sagen, 5 bis 6 Minuten gedauert, bis er alles runtergepollt hat und das zusammengestellt hat. So, dann haben wir Successful Build, die Containernummer dazu und Successful Target, also die Lastest Version, also unser Container ist erstellt. So, dann können wir unser Docker-Ding wieder hochfahren und gucken, ob das denn alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Dann machen wir ab. Build und ne.
So, das schaut immer ganz gut aus. Fahren wir den ganzen Kessel hier runter. Und fahren es noch mal neu hoch, rein aus Gewohnheitsgründen ist das eigentlich so ein Ding, was ich immer ganz gern mache. So, Google Chrome. Wir schauen nach, ob das funktioniert. Und das machen wir natürlich über, in dem Projekt installiert ist ein OS-Ticket. Das rufen wir uns auf. Jawohl. Wir sind soweit da. Dann holen wir uns die Konsole mal dazu. Melden uns an. Das funktioniert. Nein, Licht brauchen wir nicht. Und jetzt schauen wir uns mal das Ticket an. Also mir geht es jetzt eigentlich vom Prinzip hier, ob die Dinger hier aufgehen. Dieses Ajax PHP zum Beispiel, was jetzt OS-Ticket verwendet. Aber das scheint generell da zu sein. Jawohl, ist auch da. Funktioniert. Unser Projekt läuft. Dann können wir uns hier wieder ausloggen und schließen. So, wie gesagt, ihr könnt diese Update-Methode mit diesen 3 Befehlen auch für jedes andere Projekt in vergleichbarer Weise benutzen, wo ihr einen Build-Container habt und eure normalen Container. Wie gesagt, Watchtower unterstützt keine Container, die mit Build erstellt worden sind. Es unterstützt nur die Container wie jetzt zum Beispiel MySQL, Nginx oder PHP-MyAdmin. Ansonsten müsst ihr dieses Skript in dieser Art und Weise einfach durchlaufen lassen. Solltet ihr mit der ganzen Sache natürlich Probleme haben, nicht klarkommen, Fehlermeldungen kriegen, sonst irgendwelche Computerprobleme haben, eine Konfiguration benötigen, Schulung, Training, die KSC, ein Remote-Dienstleister der oberen Klasse, ist natürlich für euch da und übernimmt eure Aufträge ganz gern. Ihr könnt es auch vorher besprechen. Ich verlinke euch das Kontaktformular unten in der Videobeschreibung. Dieses Angebot gilt für Privat- und Geschäftskunden gegen Auftrag für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung oder sonstige Haken und Ösen. Ansonsten, ja, ich habe ein YouTuber-Treffen nachher um 16 Uhr. Um 16 Uhr schon. Ui, das ist natürlich was anderes. Erinnerungen sind manchmal gar nicht so schlecht. Genau, sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst bitte einen Like, also der Daumen nach oben, wäre ganz toll. Kommentare, wenn ihr was gut oder schlecht findet, Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Und wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, wäre das ganz riesig von euch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Erfolg und bis dann.